Ich bin Fabian Baumann. Ich habe 2005 Formfjord gegründet, eine Industriedesign-Agentur aus Berlin. Wir beschäftigen uns mit Industriedesign und Engineering. Das heißt, wir entwickeln die Produkte auch auf technischer Basis von der Idee bis zur Serie. Was uns aus meiner Sicht von den meisten anderen Designagenturen unterscheidet, ist mein technischer Hintergrund. Als Maschinenbauingenieur kann ich auf Augenhöhe mit den Ingenieuren auf Kundenseite zusammenarbeiten und auch aus technischer Sicht optimale Lösungen entwickeln. Als wir angefangen haben, haben wir uns sehr stark Richtung Möbelbranche, Leuchten und halt die gesamte Designindustrie im Prinzip orientiert und hatten immer den großen Wunsch, Produkte zu entwickeln, die dann in irgendwelchen Katalogen sind, die halt bei namhaften Herstellern im Portfolio sind. Und haben relativ schnell gemerkt, dass das auf der einen Seite sehr schwierig ist, haben immer mal wieder auch Erfolge eingefahren, aber man hat halt auch gemerkt, dass diese Branche sehr schwierig ist, weil man eben für die Entwürfe eigentlich erstmal kein Geld bekommt, sondern dann auf lange Sicht über Lizenzen damit Geld verdienen kann, wenn die Produkte erfolgreich sind und wenn sie lange am Markt sind, was eben oft nicht der Fall ist. Wir haben uns dann durch verschiedene Kunden, die wir akquirieren konnten, stark umentwickelt oder umorientiert in eine viel serviceorientiertere Richtung, in der wir jetzt auch weiterhin tätig sind. Wir machen sehr viel für Startups, für Sensorik, IoT, Ladeinfrastruktur, sehr viel technischere Produktentwicklung. Wir sind eigentlich sehr glücklich darüber, dass wir uns so umorientiert haben, weil wir festgestellt haben, dass die Wertschätzung in einem Bereich, wo man nach Tagessatz bezahlt wird, eine ganz andere ist. Der Kunde freut sich, dass er von einem unterstützt wird. Der Kunde gibt einem auch einen klaren Auftrag und sagt nicht nur, ja, ihr könnt gerne eure Entwürfe hier gratis einreichen. Und deshalb fühle ich mich da halt sehr gut aufgehoben und kann auch auf die Art und Weise das verwirklichen, was ich eigentlich immer wollte, meine Produkte halt in die Welt zu tragen. Also der spannendste Kunde eigentlich bisher für uns ist Ubitricity. Das ist ein Berliner Start-up, für die ich jetzt schon seit 10 Jahren arbeite in etwa. Da haben wir von Anfang an auch schon die ersten Produkte gemeinsam entwickelt. Da geht es immer um Ladeinfrastruktur für Elektroautos, also um smarte Kabel, um Ladepunkte, Ladesäulen, Wallboxes und so weiter. Und da haben wir eigentlich von der ersten Stunde an die Konzeption der Gehäuse gemacht, mit den Elektronikentwicklern zusammengearbeitet, sehr eng. Und haben eine Lösung entwickelt, die eben so kompakt ist, dass wir es schaffen, in bestehende Laternen Ladepunkte für Elektroautos einzubauen. Das heißt vor allen Dingen für Städte wie beispielsweise London, wo es in der Innenstadt sehr viel denkmalgeschützte Bereiche gibt, wo man keine neuen Stadtmöbel einbauen darf, ist es halt sehr attraktiv, weil man eben in die Laternen gehen kann. Da kann man aus der Vogelperspektive im Prinzip keinen Unterschied sehen. Das ist der Nachteil, weil unsere Produkte sind halt kaum sichtbar, aber sie sind da. In London inzwischen über 4.500 Ladepunkte, die eben dann dazu führen, dass Leute mit Elektroautos ihre Autos aufladen können. Gerade da, wo sie keine Parkmöglichkeiten im privaten Bereich haben, also keine Garagenstellplätze etc., trotzdem die Möglichkeit haben, ihr Elektroauto über Nacht aufzuladen. Ein anderes super spannendes Projekt zum Beispiel war eins, was wir zusammen mit der Agentur XDS gemacht haben für Bosch oder Bosch Healthcare Solutions. Da ging es um ein Laborgerät, wo die Agentur halt sehr viel Vorarbeit geleistet hat, Umfragen in Krankenhäusern, in Laboren und so weiter und das ganze Ökosystem betrachtet hat. Und ich habe das Industriedesign dieses Produktes betreut, in direktem Kontakt zu den Ingenieuren bei Bosch. Und da ist eben ein Testgerät bei rausgekommen, also ein PCR-Gerät, was jetzt dann in Corona-Zeiten eben ganz groß rausgekommen ist und was halt auch sehr viel in der Presse war. Und bei diesem Produkt war eben wirklich das Spannende die Zusammenarbeit von sehr früh, also wirklich von der ersten Idee an mit der Agentur,
bis in die Serienentwicklung, wo jedes Detail an diesem Gerät wurde im Prinzip von uns definiert und wurde genauso umgesetzt. Und das ist eigentlich echt selten. Normalerweise macht man am Ende dann noch sehr viele Abstriche. Ich ärgere mich eigentlich immer darüber, in Deutschland insbesondere. Es ist ja so, es wird halt so verstanden, der Designer macht am Ende irgendwas schick, was der Ingenieur sich ausgedacht hat. Und das ist ja meiner Meinung nach kompletter Quatsch, weil du eigentlich ja, du musst eigentlich alle Aspekte von vornherein betrachten und dann dann ist auch ein designtes Produkt nicht teurer, sondern am Ende hoffentlich günstiger als ein nicht gut designtes Produkt von einem Ingenieur zum Beispiel, weil es eben nicht nur darum geht, um es schick zu machen, sondern dass man eben an alles bedenkt, die Montage und die Demontage und die Benutzung, die Frage nach der Materialität, dann ist die Frage eben nach dem Recycling, wie kann man die Kreisläufe Cradle to Cradle gestalten, muss man das Produkt überhaupt verkaufen oder ist es eben vielleicht as a Service, eine as a Service Idee dahinter und auch da kann der Designer natürlich beitragen und deshalb muss der halt früh einbezogen werden, weil wenn der Kunde jetzt schon im Kopf hat, er braucht halt ein Gehäuse für seine Hardware in der und der Größe und das soll so und so viel kosten, dann ist es vielleicht ja schon zu spät, weil vielleicht muss man das ganze Ökosystem ganz anders betrachten. Und das ist halt muss auch die Aufgabe eigentlich des Designers sein. Und entsprechend ist für mich halt Design und cleveres Engineering eigentlich gleichbedeutend. Ja. In dieser Designbranche ist es natürlich allen schon sehr bewusst. In der Startup-Welt oder in der normalen Unternehmerwelt ist es halt schon so, dass eben so ein Kolani oder so ein Philipp Stark oder so, der halt irgendwie mit einer Zeichnung auf der Serviette so daherkommt, so ein Bild geprägt hat, dass die Ingenieure irgendwie Angst kriegen und sagen, oh Gott, jetzt kommt der Designer und jetzt wird alles ganz kompliziert, weil der macht keinen Kompromiss oder so. Und da renne ich halt eigentlich immer wieder gegen diese Barriere, stößt halt immer wieder, weil ganz viele eben sagen, ja, wir haben jetzt hier so ein Gehäuse und kannst du jetzt das nochmal ein bisschen schöner machen. Und dann sage ich halt, kommt mal lieber früher, weil es gibt halt so viele Aspekte, wo man Einfluss nehmen kann. Also wenn jetzt ein Elektronikdesigner, der kann halt dann Platine so oder so anordnen und wenn ich in das Package halt schon eingreifen kann zu einem frühen Zeitpunkt, dann kann ich darüber halt auch die Funktionalität und die User Experience und die Montage und alles Mögliche beeinflussen und hoffentlich halt in einer positiven Richtung. So, das heißt, das spielen ja extrem viele Aspekte eine Rolle, die einbezogen werden müssen in so eine Produktentwicklung. Und das alles geht für mich im Design auf. Also Design ist für mich im Prinzip die Suche nach einer optimalen Lösung von all diesen Aspekten. Und eben nicht nur, welchen Radius kriegt die Ecke, damit das halt schön aussieht. So. Ja, das IDZ begleitet uns eigentlich schon sehr lange, also als Institution in Berlin für Designer. In der Anfangszeit habe ich auch oft da einfach Vorträge besucht und so und fand es eigentlich immer spannend, was ihr da so gemacht habt. Dann waren wir in Mailand in Ausstellen zusammen und es gab vor allen Dingen ein super spannendes Projekt für uns, einen Austausch mit Polen, wo wir halt auch einen polnischen Leuchtenhersteller kennengelernt haben, mit dem wir jetzt auch schon einige Projekte zusammen gemacht haben. Das, was immer funktioniert, sind die sozialen Medien. Die sind Fluch und Segen zugleich. Zumindest ist es interessant zu verfolgen, was andere so machen. Ich gucke halt sehr viel auch außerhalb vom Design, im Technologiebereich, was da so passiert. Ich höre halt viele Podcasts zu Startups, zu Technologien, zu Nachhaltigkeit, zu Umweltthemen und so weiter, um da auf dem Laufenden zu bleiben und Inspirationen zu suchen, die mich irgendwie weiterbringen. Ich finde zum Beispiel den OMR-Podcast super interessant. Das ist halt ein Podcast, wo die Geschäftsführer von Startups regelmäßig befragt werden zu der Entwicklung ihrer Unternehmen und so weiter. Und das ist immer sehr inspirierend für alle möglichen Bereiche, auch einfach sehr breit gestreut. Ich höre auch immer wieder gerne Podcasts zum Thema Design, wobei ich finde, dass es da eigentlich viel zu wenig gibt. Interviews mit Designern würde ich mir wünschen, dass es da mehr gäbe. Und ansonsten Ausstellungen, Haus am Waldsee, ich habe es leider noch nicht geschafft. Ich würde sehr gerne mir die Gricic-Ausstellung da angucken. Es sind alles so Sachen, die im Moment etwas schwierig sind. Aber ich hoffe, dass es sich bald ändert.